Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Heute geht es um 2 Abstürze kurz nach dem Takeoff, beide mit unterschiedlichen Ursachen. Aber vorher eine Bemerkung in eigener Sache. Ich bin vor ein paar Tagen 66 Jahre alt geworden und nach einem intensiven Gespräch mit meiner Frau sind wir zum Schluss gekommen, dass ich ab sofort einen Sitzplatzwechsel vornehme. Das heißt, ich steige nur noch als Co-Pilot in ein Flugzeug oder einen Helikopter. Ich bin zwar noch recht fit, verbringe jeden Tag 2 Stunden auf dem Rad oder auf den Skipisten hier in der Umgebung, aber man muss so einen Entscheid natürlich treffen, wenn man geistig noch alle Tassen im Schrank hat. Und ich sage, lieber 3 Jahre zu früh als 1 Jahr zu spät. Ich bleibe natürlich aktiv in der Fliegerei, hoffe sogar, dass ich noch ein bisschen öfter in die Luft komme. Ich werde euch gleich ein Angebot machen, zumindest den Piloten unter euch. Und natürlich werde ich auch, was Marketing angeht und was diese Videos hier angeht, so aktiv bleiben wie bisher. Mein Angebot an alle gewissenhaften und verantwortungsvollen Piloten da draußen: Wenn ihr mich besuchen wollt in Zweisimmen, kann ich für euch zum Beispiel eine Gebirgsflugeinweisung organisieren, falls ihr noch keine habt. Also einer unserer Fluglehrer kann euch in Thun abholen, respektive ihr holt ihn mit dem Flugzeug in Thun ab, fliegt dann in die Berge, bekommt eine Einweisung und sinnvoll wäre das dann auch noch gleich zu verbinden mit einer Einweisung auf den Flugplätzen Zweisimmen und Saanen. Dann unternehmen wir gemeinsam einen Flug, bei dem ich die gesamten Kosten übernehme, inklusive Landetaxen, und auch eine Übernachtung in Saanen würde ich übernehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass ich ein Video drehen darf und das dann hier auf diesem Kanal veröffentlichen darf. Also, wer interessiert ist oder Details mit mir besprechen möchte, schickt mir bitte eine E-Mail an die eingeblendete Adresse. Und jetzt zu unseren heutigen Fällen. Der erste ist noch nicht so lange her. Er ist am 31. Mai 2020 in Nettuno in Italien passiert, auf dem Flugplatz Arma. Die Gegend dort ist mir einigermaßen vertraut. Meine Frau und ich haben im Jahr 1998 mal eine Zeit lang dort in der Nähe gewohnt, nämlich in Sabaudia. Der italienische Pilot, 23-jährig, wollte mit einem Kollegen zusammen einen Rundflug mit einer Tecnam P92 Eco S unternehmen. Kurz nach dem Start kam es zu einem asymmetrischen Strömungsabriss. Das Flugzeug stürzte in ein Feld und fing sofort Feuer. Die beiden Insassen starben beim Unfall. Um die Ursache zu erklären, muss ich zuerst ein paar Begriffe einführen. Zunächst einmal die Flughafenstruktur in Italien. Es gibt natürlich die normalen Verkehrsflughäfen, Aeroporti genannt, die wir auch kennen in deutschsprachigen Ländern. Dann gibt es sogenannte Aviosuperfici, Einzahl Aviosuperficie. Die erfüllen oftmals nicht die ICAO-Standards, also die Standards der Internationalen Zivilluftfahrtbehörde. Und wenn man dort als Pilot starten und landen will, muss man auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Das ist sehr wichtig, wenn wir uns nachher die Ursache von diesem Unfall anschauen. Diese Aviosuperfici haben oftmals auch nicht diesen typischen 4-stelligen ICAO-Code, also der Code, der aus 4 Buchstaben besteht. Der Flugplatz Arma in Nettuno ist ein solcher Aviosuperficie. Und der Vollständigkeit halber sollten wir auch noch die Campi di Volo Flugfelder erwähnen. Die haben noch geringere Standards und sind oft den Leichtflugzeugen oder Ultraleichtflugzeugen vorbehalten. Das Zweite, was ihr wissen müsst, ist, dass in Sachen Ultraleichtflugzeuge ein absoluter Wildwuchs herrscht weltweit. Man ist sich nicht einmal einig, ab welchem Gesamtgewicht man von ultraleicht reden soll. Es beginnt irgendwo so bei 600 Kilo abwärts. In Italien heißen diese Flugzeuge VDS, also VDS. Das steht für Volo da Diporto e Sportivo, also Vergnügungs- und Sportflugzeuge. In Deutschland braucht man dazu eine Sportpilotenlizenz, abgekürzt SPL. In den USA heißen diese Flugzeuge LSA, also Light Sport Aircraft.
Die internationale Zivilluftfahrtbehörde ICAO und auch die europäische Behörde EASA versuchen natürlich seit langem, dieses Ultralight-Chaos zu vereinheitlichen. Das ist ihnen bis jetzt nicht gelungen. Es ist immer gescheitert an den nationalen Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten. Einige sagen, das sei vielleicht ganz gut so, denn wer weiß, mit welchen Einschränkungen wir zu leben hätten, wenn diese Institutionen tatsächlich sich durchsetzen würden. So, jetzt wo ihr ein paar Begriffe kennt, können wir uns den Ursachen dieses Unfalls zuwenden. Von der Tecnam P92, die übrigens in Italien hergestellt wird, gibt es eine zertifizierte und eine unzertifizierte Version. Die zertifizierte heißt Tecnam P92 oder Tecnam P92JS, also Juliet Sierra. Die unzertifizierte heißt Tecnam P92 Echo S. Zertifiziert bedeutet, dass man sie mit der ganz normalen Privatpilotenlizenz fliegen darf. Und diese Lizenz hatte unser Unfallpilot auch. Er hatte sogar auf einer Tecnam P92 gelernt. Am Unfalltag und an den Tagen davor flog er allerdings eine unzertifizierte Maschine, eine Tecnam P92 Echo S. Und dafür hätte er eine VDS-Prüfung ablegen müssen. Die hatte er vor Jahren einmal abgelegt, aber sie war erstens abgelaufen und zweitens hätte er noch eine zusätzliche Prüfung machen müssen, um Passagiere mitnehmen zu dürfen. Da hat er, glaube ich, einmal oder zweimal einen Schulungsflug unternommen, aber eine Prüfung hat er nie abgelegt. Er war also eigentlich illegal unterwegs. Und zwar illegal in doppelter Hinsicht, denn um diese Avio Superficie in Nettuno benutzen zu dürfen, hätte er ebenfalls bestimmte Bedingungen erfüllen müssen und die hat er auch nicht erfüllt. Als wahrscheinliche Ursache gab die italienische Behörde ANSV an, dass es einen Motorausfall gab, weil der Pilot mit größter Wahrscheinlichkeit den Benzinhahn nicht korrekt geöffnet hatte. Das hat man offenbar am Wrack feststellen können. Für die Motorentests beim Run-Up hat es offenbar gerade noch gereicht mit dem Benzindurchfluss, aber für die volle Leistung beim Takeoff dann eben nicht mehr. Es wurde gerügt, dass bei dieser unzertifizierten Version der Tecnam-Maschine die Angaben am Benzinhahn und auch im Flughandbuch offensichtlich missverständlich sein könnten. Das wurde, soweit ich weiß, mittlerweile korrigiert. Als zusätzlicher Faktor wurde ins Feld geführt, dass der Pilot eine sehr geringe Flugerfahrung hatte. Es lag irgendwie so bei 117 Stunden. Er war offenbar auch da nicht sehr sorgfältig mit dem Führen seines Logbuchs und dass ein unsteriles Cockpit vorgeherrscht haben dürfte. Was heißt das? Diese Sterile Flight Deck Rule, also die Regel des sterilen Cockpits, wurde 1981 von der amerikanischen Behörde FAA eingeführt. Es bedeutet, dass man während des Starts und der Landung ab einer Höhe von 10.000 Fuß runter und bis zu einer Höhe von 10.000 Fuß absolut nichts tun darf, was nicht mit der fliegerischen Aktivität zu tun hat. Also auch nicht irgendwelches irrelevantes Geplänkel. Und das hat offensichtlich in diesem Cockpit hier vorgeherrscht. Das konnte die Behörde daraus schließen, dass der Passagier ein Video von der Vorflugkontrolle in den Social Media gepostet hat. Und da hat man offenbar gemerkt, dass eine sehr lockere und joviale Atmosphäre geherrscht habe, so dass man offenbar davon ausgeht, dass das so weiterging während des Fluges, dass man also nicht 100% auf den Flug konzentriert war. Der zweite Fall liegt etwas weiter zurück. Er geschah am 31. August 1995 auf dem Flughafen Bern. Ein 47-jähriger Pilot startete mit 3 Passagieren, 2 Männern im Alter von 25 und 30 Jahren und einer 34-jährigen Frau für einen Flug nach Sion. Und zwar in einer 160 PS starken Robin DR400 140B. Nach dem Start auf der Piste 14 schien zunächst alles normal zu verlaufen, bis die Maschine plötzlich ganz steil in den Himmel stieg und über den linken Flügel abschmierte. Das Flugzeug prallte auf den Sportplatz beim Gießenbad und alle 4 Insassen kamen dabei ums Leben.
Damals gab es in Bern noch die Firma Alpar, die nicht nur eine Flugschule betrieb, sondern auch Rundflüge organisierte. Wenn ein Privatpilot für die Alpar tätig sein wollte, musste er regelmäßig eine Prüfung bestehen. Dieser Pilot hatte zwar eine beschränkte Berufspilotenlizenz mit etwas über 1000 Stunden Erfahrung, aber er hatte 2 solche Tests nicht bestanden. Aber natürlich durfte er trotzdem bei der Alpar Flugzeuge mieten und auf eigene Rechnung Rundflüge durchführen. Dieser Umstand wird im Untersuchungsbericht erwähnt, obschon ich nicht so sicher bin, wie relevant er ist für den Unfall. Die Ursache lag nämlich darin, dass der Pilotensitz ein paar Sekunden nach dem Start schlagartig nach hinten rutschte und es war nicht ganz klar eruierbar, ob es der Pilot war oder der Passagier auf dem rechten Sitz, der sich am Steuerknüppel festgehalten hat. Beide hatten Verletzungen, also typische Verletzungen an den Händen. Der Bericht spekuliert sogar darüber, ob der Passagier vielleicht einen Rettungsversuch unternommen habe, also versucht habe, quasi das Flugzeug aufzufangen. Wie das allerdings gehen sollte, wenn keiner der Passagiere irgendwelche fliegerischen Erfahrungen hatte, das bleibt dahingestellt. Natürlich wollte die Behörde wissen, was der Grund für diese Sitzverrutschung war. Es stellte sich heraus, dass bei einem durchgesessenen Sitz der entsprechende Bolzen nicht in der dafür vorgesehenen Nut einrasten konnte, wenn der Pilot darauf saß. Der Absturz hätte also vermieden werden können, wenn der Pilot nach dem Einstellen des Sitzes nochmals ausgestiegen wäre und von außen kontrolliert hätte, ob der Sitz, also der Bolzen, tatsächlich eingerastet ist. Mittlerweile wurde dieses Problem natürlich vom Hersteller korrigiert und wer auf Nummer sicher gehen will, kann heute auch so eine Art Sitzstopper kaufen, die ein Sitzverrutschen verhindern, selbst dann, wenn der Sitz nicht korrekt eingerastet wäre. Dass der Sitz verrutscht sein könnte, das haben auch schon einige bei anderen meiner Videos ins Feld geführt, zum Beispiel bei falscher Trimmung in Bad Vöslau. Aber ihr könnt davon ausgehen, wenn ich etwas nicht extra erwähne, dann wurde es von der Untersuchungsbehörde ausgeschlossen. Ich werde irgendwann in nächster Zeit ein Interview veröffentlichen mit so einem Flugunfalluntersucher, der uns zeigen wird, wie systematisch die Behörden bei solchen Untersuchungen vorgehen.